Die beiden Schiffe für mein Seeschlacht-Diorama sind soweit fertig und auch bei den Figuren habe ich schon angefangen zu bemalen. Jetzt wird natürlich die nächste Aufgabe sein, hier ein halbwegs realistisches Wasser darzustellen. Ich werde hierfür von Vallejo Water Effects verwenden. Das ist irgendwie Acrylfarbe mit so einem Gel. Wird dann auch mit dem Pinsel verstrichen. Und für die Feinarbeit gibt es dann das. Schau, so ein Gel wird dann hauptsächlich an die Rute und an den Rumpf kommen, um einfach kleine Wellen darzustellen. Jetzt steht hier drauf, dass die Farbe vom Untergrund abhängt. Die ist jetzt zwar blau getönt, aber ich möchte es jetzt nicht da gleich drauf streichen. Das ist ein bisschen zu gefährlich, deswegen werde ich das jetzt mit der Airbrush einfach mal blau grundieren und dann loslegen und schauen, was passiert. Hier also die fertig grundierte Platte. Die habe ich mit Revell Matt 56 blau grundiert. Ja, als nächstes werde ich dann das Gel mal auftragen mit dem Pinsel. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was da passiert, aber das wird man dann sehen. So, fertig soweit. Bin ehrlich gesagt nicht ganz so zufrieden damit. Ja, ihr könnt euch vielleicht denken. Ist auch etwas schlumpfblau. Aber gut. Mal schauen, was passiert. Wenn es trocken ist, sieht es vielleicht anders aus. Keine Ahnung. Ich werde jetzt trotz aller Zweifel da jetzt die Schiffe reinsetzen. Und dann bleiben die da auch wahrscheinlich auch kleben. Und man wird dann schon sehen, was draus wird. Die Schiffe sind im Wasser. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich was wird, weil sonst war die ganze Mühe umsonst. Naja, einfach mal bis morgen trocknen lassen und gucken, was passiert. Wird schon nicht das größte Desaster sein. So, der nächste Tag. Man sieht, es ist nicht so schlumpfig, aber doch immer noch sehr blau. Da hinten ist eine Stelle, da ist es noch nicht so getrocknet.
Insgesamt finde ich es jetzt aber nicht schlecht. Wenn man bedenkt, dass vor 2000 Jahren das Meer auf jeden Fall sauberer war wie heute, könnte es schon hinkommen. Als nächstes werde ich dann eben ein bisschen Gischt machen und Meerschaum an Rudern und Rumpf. Das Zeug, das trocknet aber wirklich komplett weiß. Das habe ich hier mal ausprobiert über Nacht. Deswegen stellt sich dann die Frage, ob ich nicht später, nachdem das alles drauf ist, nochmal mit noch Wassereffekte drüber gehe oder mit durchsichtigen Windhoek-Halle, je nachdem, damit es dann nicht so blau ist, sondern einfach die oberen Schichten wirklich komplett durchsichtig sind, also ein bisschen Tiefe kriegt vom Wasser, weil so wirkt es jetzt wirklich wie angemalt fast. Aber da kann man ein bisschen improvisieren und dann wird das schon. So, ich habe jetzt den Meerschaum mit einem relativ feinen Borstenpinsel hier aufgetragen. Da muss man aber wirklich sehr sachte arbeiten, weil das ist doch sehr starker Kontrast, das Weiß. Also ich habe es auch sehr stark mit Wasser verdünnt und dann sieht es jetzt schon mal gar nicht übel aus. So, zum Abschluss kommt dann noch ein bisschen Water-Effekt von Woodland Xenix drauf. Das ist genau das gleiche wie noch Wassereffekte. Das ist einfach so ein zähes Gel, was dann durchsichtig trocknet und man auch ein bisschen mit dem Pinsel formen kann. Also von der Konsistenz eigentlich genau das gleiche wie das Schlumpfwasser hier. So, das Ganze lasse ich mal bis morgen trocknen und dann wird man schon sehen, ob man das so lassen kann oder ob man an manche Stellen noch nachbessern muss. Also meiner Meinung nach kann man das so lassen. Mir gefällt es auch gut. Jetzt glänzt es auch so richtig wie eine Wasseroberfläche. Ja. Doch, ich bin zufrieden. Das sieht ganz gut aus. Eine weitere Sache, die mein Video gezeigt hat, ist, dass man manchmal auch mal einfach was ausprobieren muss und das Risiko eingehen muss, dass es nichts wird. Man kann ja nicht immer vorher wissen, was dabei rauskommt. Von dem her, no risk, no fun. Modellbau ist nicht immer planbar, sondern man muss auch ein bisschen improvisieren können. Sobald dann die Figuren fertig bemalt sind, aufgeklebt sind, mache ich dann auch noch ein komplettes Video von dem Diorama. Und ich hoffe, euch gefällt's.